Ja, Ich bin heute in der glücklichen Lage, Peter Klemke zu treffen. Corona hat uns viele Abschnitte verpasst, aber wir haben auch gelernt, mit der Technik besser umzugehen, auch diese großen Reisen zu vermeiden und uns zu treffen, auch wenn wir weit voneinander sind. Das nutzen wir jetzt für uns auf und das erste Interview mit Peter Klemke, den man Marimba-Liebhabern und Marimba-Spielern wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen muss, denn das ist ein sehr wichtiger Name, das ist eine Person, ohne die man sich die Popularisierung oder diesen Bekanntheitsgrad, den Marimba erreicht hat, heute gar nicht mal vorstellen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast und mit mir einfach über ein paar Sachen reden kannst. Ich möchte erst mal fragen, wann du angefangen hast, Schlagzeug zu spielen und ob Marimba gleich am Anfang dabei war. nein, also Marimba war nicht dabei. Ich bin 1963 in die Musik überhaupt erst eingetreten. Ne? Wie alt warst du da? Da war ich 19 Jahre alt. Aha, also relativ spät, ne, für heutige Richtig, Verhältnisse. richtig. Deswegen hat auch der Direktor von der Musik- und Orgelschule in Lübeck zu mir gesagt, ich wäre zu alt, ich solle mir lieber Oboe oder Fagott oder Horn aussuchen. Und dann hat meine Mutter, die war ja am Theater, dort war sie im Chor tätig und hat mich mit dem Herrn Fink in Verbindung gebracht. Der war dort Pauker im Theater. Mhm. Und da wurde die Verbindung geschaffen und der hat mich genommen als Schüler. Und ja, dann konnte ich Schlagzeug studieren und von dem Moment war ich ein anderer Mensch. Und man muss dazu sagen, weil Siegfried Fink ist natürlich auch ein Name, der durch seine einige Werke auch bekannt ist vielleicht, aber man muss dazu sagen, er in Würzburg und Christoph Kaskel in Köln haben die deutsche Schlagzeugszene sehr stark geprägt. Die Mhm. meisten, die meisten Lehrer, die so waren, kamen aus dem Orchester und die haben die normale Orchesterschule gemacht, Orchesterstudien und dann war Schluss. Und der Fink, Mhm. der hat wirklich ein bisschen weiter geschaut. Der hat in die Mhm. Welt hineingeschaut, der hat geschaut, wie es in Amerika war, was da Mhm. alles zustande. Deswegen haben wir viel davon kennengelernt, wir Schüler. Ne? Er hat auch viele Leute eingeladen, ne? Aber dann sehe Auch, ich gerade, du hast mit 19 angefangen, Schlagzeug zu spielen. Marimba stand da noch überhaupt nicht auf der Liste, ne? Marimba, da stand nur ein Xylophon und ein Glockenspiel, Vibraphon, ja, Vibraphon war auch da Aha. und Pauken. So. Und wie bist du dann auf die, weil ich meine, wenn man die Geschichte der Marimba betrachtet, Marimba ist ja viel, viel älter als ein Vibraphon. Vibraphon ist ja erst Anfang des 20. Jahrhunderts Und entstanden. Genau, dazu gekommen als Vox Humana. Man wollte ein Instrument, das der menschlichen Stimme ähnelt, kreieren. Aber die Marimba kennen wir ja schon im Prinzip seit vielen Jahrhunderten, nur eben in Lateinamerika mehr. Wann war denn deine erste Berührung mit Marimba? ja, die nächste Berührung war dann 1965, als der Professor, der damals noch Herr Fink, war der Solopauker von Lübeck, hinüberwechselte nach Würzburg. Er fragte mich, ob ich mitkommen würde. Dann bin ich Mhm. mitgegangen. Und das war Mhm. 1965 und bis 1970 habe ich da studiert. Und wann hattest du die Idee und hat dir den Anstoß gegeben, ein Stück für Marimba zu arrangieren? Weil komponiert hast du nicht, ne? Komponiert habe ich nie und die wollte ich auch nicht. Aha. Ich habe beim Klavierlehrer, der war eigentlich ein Orgelspieler, das war der Organist von dem Konservatorium Würzburg und der hat mich unterrichtet und da habe ich aufgekriegt zum Beispiel kleines Präludium von Bach. Das sollte ich Bach war übrigens mein, wie soll ich sagen, mein bevorzugter Komponist. Ich habe viel Mhm. von Bach geschrieben, Mhm. also Mhm. arrangiert, ne? Arrangiert, Und ja. Mhm. Und ich meine, wovon ich dich kenne und wo du überhaupt nicht wegzudenken bist, sind diese Schlagzeug- bzw. Marimba-Ensemble-Arrangements von den großen orchestralen Werken. Was war für dich das erste Werk, dessen du dich angenommen hast? das erste Stück war Carmen Suite.
Ah, aha. Das habe ich zuerst einmal für Studenten, damit wir das spielen konnten. Das war das dann das Erste. Und später kam es ja erst. Mhm. Ich habe überhaupt nicht so viele Stücke arrangiert, nur das, was immer notwendig war. Ich hatte vielleicht Aha. 7 oder 8 Stücke arrangiert. Mhm. Die Stücke, die ich jetzt arrangiert habe, die sind alle in meiner Pensionierszeit, also meiner Mhm. Entstanden. Rentnerzeit. Habe ich alles erst gemacht, jetzt wo ich Rente bin. Ne? Das ist klasse. Also ich finde das toll, dass du so viel Zeit hast, weil dann bin ich in den Genuss gekommen, mir ein Wunschkonzert zu gestalten. Also meine Tochter hat mir irgendwann zum Geburtstag so eine Karte geschickt, auf der stand, das Leben ist kein Wunschkonzert, aber manchmal spielt es dein Lieblingslied. Und so empfinde ich eigentlich unseren Kontakt, den, wenn ich Stücke habe, die ich toll finde, hast du auch immer gesagt, sag Bescheid, ich schaue mal, was sich machen lässt. Und so sind ich weiß, dass einer der ersten Projekte das Allegro Barbaro war von Bartók, was ich fantastisch fand. Das hast du für 4 Marimbas arrangiert. Und ich weiß, dass es bei der ersten oder zweiten ICMA, meine Marimba-Akademie, gespielt worden ist. Die Leute waren hin und weg. Sie haben freiwillig viel mehr geübt, als sie mussten, weil das Stück einfach schon mal selbst so viel Energie hat, dass man da wirklich wie im Himmel ist. Und ich glaube auch, das Problem für Marimba-Spieler ist, Marimba ist groß, es hat viel Klang, aber die Stücke, die wir so üben als Solostücke, die geben einem nicht immer das volle Pensum. Und das kann man als Schlagzeuger nur durchs Orchester erreichen. Und das ist das, was du uns ermöglicht. Ne? Das ist das Stichwort, weil ich im Orchester war und so lange im Orchester, 35 Jahre, deswegen konnte ich da aus dem Vollen schöpfen, was Mhm. musikalisch so angeht. Und ich Mhm. versuchte immer zum Beispiel als Beispiel Tschaikowski. Da gibt es eine Symphonie, wo es ein Pizzicato Genau, die vierte Symphonie, mit dem Scherzo. Mhm. ich, genau. Und davon das habe ich mir vorgenommen, wollte ich einfach mal machen, weil ich das, Marimba ist ja mehr ein Staccato-Instrument als ein langes Klanginstrument, so wie Vibraphon oder wie Geige, die kann man lange Töne aushalten. Und es sind Mhm. nur kurze Töne. Ne? Und ich habe das Mhm. dann, haben wir auch mal in der IGMA aufgeführt, kannst du dich vielleicht erinnern? Ja, auf jeden Fall. Und nicht nur einmal. Und ich meine nicht nur das, sondern auch, wir sind diese Spur nachgegangen und Schwanensee war auch natürlich auch ein Projekt. Das hast du für 3 Ja, Marimbas arrangiert damals. Worauf ich mich sehr gut erinnern kann, das war ein sind Wunschkonzert von dir. Also ja, die wollten gerne auf jeden haben. Fall, das ist großartig. Und eine Frage, welches Stück jetzt von deinen vielen Arrangements, das sind über Hunderte jetzt mittlerweile, welche empfindest du als besonders gelungen? Was gefällt dir persönlich am besten? Das, was ich am meisten liebe, ist Sacre. Habe ich Aha, auch, habe ich auch gemacht, für 4 haben wir Marimba. noch nicht aufgeführt. Aha. Nein, das hast du auch noch nicht aufgeführt, weil das geht nicht für 4 Spieler auf 2 Marimba geht nicht, kannst du Mhm. vergessen. Und für Mhm. 2 Marimba geht auch nicht, kannst du vergessen. Du musst 4 Marimba und zwar richtig Ja, Klopper haben, die richtig gut spielen können. das machen wir bei der nächsten ICMA. Ja, dann hoffentlich, das glaube ich nicht, aber Ja, klar machen wir auf jeden Fall, wenn es noch stattfinden kann. das ist mein Paradestück, kann man so sagen. Ne? Ich bin natürlich auch begeistert, weil 4 Marimbas geben mir sehr viel Klang. Aber da ich auch mal viele Konzerte schon, auch dank dir, deinen Arrangements mit dem Marimba-Quartett gespielt habe, langsam haben wir manchmal einfach logistische Probleme. Und ich habe dich auch gebeten, in eine neue Richtung zu gehen. 4 Spieler, denn ich spiele gerne einfach mit den Jungs, mit denen wir einfach das meiste machen. Ähm, ob du nicht einfach mal Stücke arrangieren kannst für 2 Marimbas. Und manches geht, so wie du sagst, manches geht nicht, aber es erleichtert uns Karneval, unheimlich die Logistik. Karneval der Tiere war zum Beispiel, das habe ich ja auch für 4 Spieler an 2 Marimbas gemacht, aber da Genau. musste ich unglaublich viel tricksen. Ich Und wollte dich auch noch fragen, wenn wir zum Beispiel eine Idee haben und sagen wir einfach ein Stück X finden, wie sind deine Schritte? Erstmal muss dir das Stück natürlich gefallen, du musst dann Ja dazu sagen. Wie gehst du dann vor? da gehe ich vor, ich stanze die Noten erst einmal rein ins Programm. Die Mhm. wird erst mal geschrieben. Ich, Mhm. ich gucke nicht nach rechts und nach links, das wird erst geschrieben. Dann kann Mhm. ich es mir anhören, auch Mhm. während des Schreibens. Ich kann mir immer anhören, was ich gerade mache.
So, Mhm. und das ist erstmal das Entscheidende. Am liebsten hole ich mir Klaviernoten, weil da ist es am einfachsten, da braucht man nicht zu transponieren. Das geht Aha. mal im Programm natürlich auch, aber besser ist es, wenn man schon im Klavier. Ich höre zum Beispiel Sackre ist für eine autorisierte Fassung von Strawinsky, die hat er selber geschrieben, für 2 Klaviere. Und Aha. die habe ich dann transkribiert und habe das auf 4 Marimbas Das ist übertragen. eine Grundlage, dann einfach das Stück in der Version für 2 Klaviere zu nehmen. Wenn du jetzt mal dir alles angehört hast, als nächstes Stück, wie gehst du dafür um? Denkst du, okay, die erste Marimba darf einfach einen gewissen Tonumfang nur benutzen oder benutzt du die ganze Marimba dann? Oder was sind deine Punkte, die wichtig sind bei so einer Bearbeitung? Na, in den Noten steht ja erstmal schon mal alles drin. Ich muss nur Mhm. aufpassen, dass ich nicht unter das Marimba oder über das Marimba komme. Ich muss also Aha. innerhalb der 5 Oktaven muss ich bleiben. Und wenn das gegeben ist, dann reicht es. Mhm. Wenn zum Beispiel darunter bei Sacre kommt viel tiefere Töne vor Ja. und auch bei Karneval der Tiere oder bei Bilder einer Ausstellung, da muss ich nur aufpassen, dass ich nicht rauskomme aus dem Bereich, Aha. Und da ne? muss was verlegt werden. Und ist es auch so, weil du bist auch sehr empfindlich, weiß ich, was die Klangqualität betrifft, auch mit Schlägewahl, ne? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich habe ja selber auch Marimba gespielt, ne? Mhm. Zunächst habe ich erstmal die meisten Stücke, die ich selber gespielt habe, die habe ich dann auch gleich transkribiert. Und da vielleicht meine nächste Frage, was ist für dich der größte Unterschied, wenn du jetzt beobachtest, was spielen die Leute heute, was hast du im Studium gespielt, jetzt die Technik vielleicht beiseite zu legen, weil da hat sich natürlich auch sehr viel getan. Was sind für dich jetzt die größten Unterschiede, die zu Erscheinung kommen? Der Mhm. Fink, der Fink hat mich gelehrt, der Professor Fink hat mich gelehrt, Mhm. ähm, die Grenze nicht zu überschreiten, die ein Instrument hat. Instrumente haben Grenzen. Ne? Mhm. Und da glaubst du, es ist jetzt mehr Bewusstsein entstanden dafür in den Ich Jahren? hoffe, ich hoffe das sehr, ja. Da muss ich auch noch mal vielleicht meine Erfahrung mit reinbringen. Meine erste ICMA war 2003 und da wir hatten gar nicht mal so viele Instrumente, vielleicht 12 Marimbas und da waren schon mindestens, glaube ich, 8 Platten kaputt. Und bei den letzten 2 Editionen ist keine einzige Platte kaputt gegangen. Da achte ich auch sehr drauf, dass man mit richtigen Schlägen, auch mit der richtigen Technik spielt, dass man da einfach diese Grenzen nicht überschreitet. Das ist genau. Und das ist eine ganz wichtige Sache, finde ich. Genau, ja, das ist sehr Und wichtig. Das stimmt. Vielleicht ist einfach mehr Bewusstsein, wenn man auch das Instrument mehr spielt oder sich damit mehr beschäftigt. genau das ist es. Mhm. Die Musik fängt erst dann an, finde ich, wenn ich in den Grenzen mich bewege Mhm. und innerhalb dieser Grenzen die Musik mache. Also Mhm. ich, laut, leise etc. Ne? Mhm. Mhm. Ich Mhm. muss eben entsprechend, ich weiß, es gibt Konzertsäle, die schmeicheln dem Instrument, es gibt Konzerte, die Klar, wehren sich dagegen. Ne? Das weißt du klar, auch. das geht so jedem Instrument so, glaube ich, außer der Orgel, ne? Obwohl Ja, auch manche natürlich. Orgeln mal zu Ganz groß sind klar. für die kleinen Räume. Mhm. Je nachdem, in was für einem Saal man ist, auch als Pauker ist man davon nicht unberührt. Du musst also, wenn hinter dir ein Vorhang ist und Ja. der dämpft alles, ich sitze ja immer hinten, ist ja klar, ich bin ja immer der Teufel und vorne ist der liebe Gott. Ne? Mhm. Mhm. Ja, Wie ja. siehst du denn die Zukunft der Marimba als Instruments? Was glaubst du? In welche Richtung geht es? Ich hoffe, dass es nicht das ist, was ich denke. Ich denke, das wird äh, sehr knapp, sehr eng werden, denn die Hölzer, wenn es weitergeht mit Waldbränden und Rodung und so weiter und es keine Urwälder mehr gäbe oder gibt, ja, dann haben wir nur noch Kunststoffmarimba. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob das, vielleicht schaffen wir es ja auch, ein gutes Kunststoffmarimba herzustellen, weiß ich nicht. Aber, Mhm. aber, Mhm. wenn ich mich als Prophet jetzt hier betätige, Mhm. Mhm. für Da, später. Ne? da schaust du besorgt der Zukunft entgegen. Was ist dein Wunsch jetzt mal für dich? Was würdest du jetzt gerne tun in Bezug auf Marimba? Was würdest du gerne arrangieren oder was ist jetzt
ja, deine Wunschvorstellung, wenn das Leben dein Wunschkonzert wäre? Wenn mir ein Stück unterkäme, wie zum Beispiel jetzt die Winterreise, Mhm. dann mache ich das Mhm. gerne, Mhm. kein Problem, ja. Aber das ist dann mit einem konkreten Konzert oder Projekt verbunden, ne? Weil es ist schwierig, vielleicht Sachen zu arrangieren, nicht wissend, ob die jemals gespielt werden, ne? Weil so wie es jetzt einfach in der Pandemie diese So viele Bilder Konzertsperre einer war. Ausstellung, so viele Bilder einer Ausstellung. Ja, genau, das wartet noch. Also wir haben Teile schon natürlich gemacht bei der IGMA in Luxemburg mit 4 Marimbas, aber jetzt mit der Duo-Version, da warten wir noch ein bisschen, weil tatsächlich hat das in dieser Pandemiezeit leider mit reingespielt. Aha. Super. Peter, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und für die interessanten Einblicke in diese Geschichte des Arrangierens, denn ich kenne niemanden sonst weltweit, der das so toll macht und der einfach auch so viel gemacht hat. Weil das ist auch, wenn man sagt, okay, Karneval gefällt mir nicht oder die Bilder einer Ausstellung gefallen mir vielleicht nicht. Man findet bei dir dafür einfach, sagen wir mal jetzt 800 Alternativstücke und da wird einem schon irgendwas auf jeden Fall gefallen. Und was Um für genau mich ein zu wichtiges sein, um genau zu sein, 746 sind es. Siehste, dann war ich schon fast richtig. Es ist für mich ein sehr wichtiger Aspekt, weil Marimba jetzt von dem Ursprung her aus Lateinamerika, das ist ein gesellschaftliches, ein geselliges Instrument. Man spielt das nie allein, man spielt mit anderen. Und da denke ich, das ist auch das, wonach wir uns alle sehnen, mit anderen zu musizieren. Und da trägst du einen wirklich großen Teil bei, für den nicht nur ich dir sehr dankbar bin, dass man wirklich immer auch Ideen schöpfen kann. Ich glaube, es ist für die jungen Spieler, die jetzt gerade vielleicht nach dem Studium ein bisschen dastehen und nicht wissen, was mache ich, was wären denn die Projekte, wie kann ich überhaupt mal mein Leben bestreiten. Da findet man bei dir auf deiner Webseite auch eine Liste von Werken, die man auf jeden Fall sich anschauen kann und schauen, habe ich einen Freund, habe ich zwei, habe ich drei oder mehr Freunde, mit denen ich gerne was spielen möchte. Und da hoffe ich sehr, ich wünsche dir Gesundheit, dass du uns lange erhalten bleibst, einfach auch mit der Möglichkeit, dass man tatsächlich anruft und fragt, könntest du bitte, so wie ich auch gerade neulich mit der Winterreise, Ja, die ich dann mit der Virginia und nächstes Jahr ein paar Mal spielen. da solltet ihr, ich meine jetzt ihr alle, die das sehen, nicht zögern oder nicht zögerlich sein. Man kann mich kontaktieren, solange ich lebe, jederzeit. Super, wir werden dann einfach, wenn du das erlaubst, die Adresse deiner Website auch mal hier präsentieren, sodass auch jeder Die tatsächlich. Webseite wird dann nicht mehr gepflegt. Also Aber da da habe ist ich, eine Liste der Werke und vielleicht eine Kontakt-E-mail, oder? ja, Unter ist der da. man dich Ja. finden kann. Genau, super. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute dir, auch deiner Frau. Das ist ein tolles Zweigespann mit, so wie du sagst, mit Korrigieren von dem ersten Schritt von Noten beschaffen bis zur letzten Korrektur. Und das ist großartig, wirklich, weil bei dir findet man, wenn, dann echt kaum Fehler. Also alles Gute und vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und hoffentlich bis bald und hoffentlich bis auf viele weitere schöne Werke, in die wir einfach in Genuss kommen, die Also aufzuführen. du hast ja noch fast 750 noch zur Verfügung. Da kannst du ja noch drin Aber ich darf rumwühlen. mir weiterhin was wünschen. Und du darfst dir was wünschen, auch das ja. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute, Peter, und bis bald.